Er hat jedes Land der Welt bereist und ist unter den Top 5 Reisefotografen der Welt. Michael Runkel. Seine Bilder veröffentlichen Zeitungen wie die New York Times oder Reiseführer wie Lonely Planet. Mit ihm sprechen wir heute bei FAU Alumni My Story. Hallo. Hallo Michael. Hallo Schön, Nina. dass du da bist heute. Sehr, an der sehr gerne. FAU. Ich freue mich total. Du warst jetzt wieder auf Reisen, warst in Indien, Mustang unterwegs. Ja, genau. Bist jetzt nach Hause gekommen. Was Ja. ist das für ein Gefühl, dann so zurückzukommen? Immer schön. Ich freue mich immer, wenn ich hier bin, weil die Welt ist hier schon noch sehr in Ordnung. Und deswegen freue ich mich auch jedes Mal. Viele Dinge, die wir so als normal empfinden, die sind nicht normal. Und das ist, sieht man natürlich immer erst dann, wenn wir woanders gewesen sind. Da ist man schon sehr dankbar, wenn man wieder da ist. Und du bist jetzt auch wieder an der FAU. Du hast hier studiert, 7 Jahre, Wirtschaftswissenschaften, Sport und Geografie auf Lehramt. Wir Ja. sind hier heute am Sportgelände. Wie ist es jetzt so wieder zurückzukommen? Super. Das ist das erste Mal wirklich seitdem, dass ich wieder hier an der Uni bin. Und ich habe sehr, sehr gern hier studiert. Also gerade Sportstudium war ein sehr tolles Studium. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß dabei. Und das war eben nicht nur Studium, sagt, ich musste studieren, sondern es war einfach ein Studium, auch was einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Und das war wirklich toll. Also von daher, ich freue mich auch, das mal wieder zu sehen. Dann gehen wir mal rein. Ja, es ist für mich wie früher, ne? Wie Homecoming. Das ist schön und ich hoffe auch ein schönes Gefühl. Du bist ja schon während deines Studiums auch immer sehr, sehr viel gereist, sehr viel unterwegs gewesen. Wie hast du das in deinem Studienalltag untergebracht? Es war immer ziemlich hektisch, weil ich wirklich viele Sachen gleichzeitig gemacht habe. Und ich hatte es schon immer so gemacht, dass ich während den Semesterferien dann immer unterwegs war. Und ich hatte aber dann, weil ich hatte die Prüfung am Ende der Semesterferien und so musste ich dann jedes Mal in den Semesterferien auf den Reisen musste ich lernen. Und dann hatte ich den Rucksack damals voll mit Büchern und musste dann eben mit den Büchern unterwegs sein. Das heißt, die Hälfte des Rucksacks waren Bücher, auch hier für die Uni, und dementsprechend war das halt schon eine etwas schwierige Situation damals. Da war noch nicht so viel mit digitaler Lehre. Gar keine, ja. Du hast über 3 Millionen Fotos von der ganzen Welt geschossen. Du bist der zweitmeist gereiste Mensch dieser Welt. Was war denn zuerst, die Fotografie oder das Reisen? Das Abenteuer. Das war wirklich für mich der Ursprung. Eigentlich schon als Kind hatte ich Karl May gelesen und ich war immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte auch so Abenteuer eben erleben. Und so hat es eigentlich auch dann begonnen, dass ich dann wirklich so nach der Schule zum ersten Mal losgefangen bin. Und es hat so Spaß gemacht. Dieses Unbekannte, neue Dinge entdecken, neue Kulturen, andere Menschen, das war super schön. Und da ist es eigentlich erst so dann dazu gekommen und das Fotografieren kam dann erst hinten raus. Was würdest du denn sagen, macht deine Bilder so besonders? Ich glaube, es ist die Vielseitigkeit der Bilder, weil ich eben nicht mich auf ein Gebiet spezialisiert habe, also auf, sagen wir, nur Stämme, sondern ich habe die gesamte Palette, alles was mit Reisen zu tun, fotografiert. Das heißt, sind es jetzt Landschaften, sind es Tiere, sind es vom Aussterben bedrohte Völker. Es ist so diese Vielfalt, und ich glaube, das ist natürlich jetzt 35 Jahre, dass natürlich sehr viel die Erfahrung mit reinspielt, wenn ich jetzt zu irgendeinem Stamm gehe, im Umgang mit den Menschen. Wahnsinnig spannend, so viel erlebt, und du hast uns ja auch 2 Bilder mitgebracht, die wir uns angeschaut haben. Wo sehen wir dich da? Einmal hältst du da so was in die Hand, was hoch, wo ist es? Wann war das? Wo sehen wir dich? Ja, da bin ich im Jemen. Und zwar war das direkt vor der Skilehrerprüfung. Und wir waren da mit einem Jeep unterwegs, quer durch die Wüste. Es gab keine Straße, sondern wir sind wirklich nur diese Dünen entlang gefahren. Irgendwann gab es keine Spur mehr.
Und, ja, und dann musste der Fahrer irgendwie sich orientieren und wir hatten viel Zeit. Und unten hat der Wind so geweht, also habe ich auf das Dach von dem Jeep gesessen und habe dann den Skilehrplan gelernt. Denn ich hatte ja immer meine Sachen zum Lernen mit dabei, sonst hätte es nicht funktioniert. Und so habe ich dann eben immer die verschiedenen Sachen dabei kommen. In dem Fall war es eben der Skilehrplan. Und wo man mich dann sieht, ist mitten in der Wüste, mitten im Jemen, mit dem Skilehrplan auf dem Dach dieses Jeeps. Wahnsinn, bei wahrscheinlich total warmen Temperaturen. Schön für die Skilehrerprüfung gelernt. Ja. Und du hast uns noch ein Bild mitgebracht, denn du hast du mir schon verraten, hier auch lange Jahre auf der Bergkirchweih gearbeitet. Ja. Ich habe 91 angefangen, am Erichkeller zu arbeiten, Bier zu servieren. Und das habe ich mir also auch noch lang, nachdem ich aus dem Studium draußen war, habe ich dort eben dort immer noch weitergearbeitet. Das war wirklich immer so die Zeit im Jahr, also bis vor einigen Jahren, dass ich dort immer nach Erlangen gekommen bin und dort eben dann am Erichkeller auch eben serviert habe. Bist du jetzt auch noch immer mal als Besucher auf der Bergkirchweih? Ja, also wenn ich da bin, immer, selbstverständlich, weil es ist natürlich schon so, auch die ehemaligen Mitstudierenden, viele Freunde von hier, die wohnen auch noch da und das ist natürlich immer das beste Event, um die Leute zu treffen, weil die dann aus der ganzen Welt nach Deutschland zurückfliegen. Du hast aber ja nicht nur auf der Bergkirchweih gearbeitet, deine Karriere ist wahnsinnig vielfältig. Du warst Lehrer oder bist Lehrer, du warst Marketingleiter verschiedener Unternehmen und bist einer der meistgefragtesten Reisefotografen der Welt. Was hast du dafür aus deiner Zeit an der FAU mitgenommen? Also mit Sicherheit, und das war wirklich hauptsächlich auch in Sport so, der Umgang mit Menschen. Also das Lockere, das nicht nur Verbohrte, sondern das Aufeinanderzugehen, das Selbstorganisieren. Das war natürlich ein ganz wichtiger, bei mir noch viel mehr ausgeprägt. Und das habe ich mir ganz sicherlich in dem Laufe der Jahre hier angeeignet und eben dann auch immer noch weiter fortgeführt, weil das hätte sonst nicht funktioniert. Und das ist ja auch etwas, das lernt man einfach fürs Leben. Ja. Mit Menschen umzugehen ist unglaublich wichtig, gerade bei dir natürlich in deinem Beruf. Du hast ja auch als Lehrer viel Kontakt zu Schülerinnen. Vorhin, als ich dich gesehen habe, hast du schon eine alte Schülerin getroffen hier, die jetzt hier studiert. Was gibst du jungen Menschen mit auf dem Weg für ihr Berufsleben, die vielleicht auch ihr Hobby irgendwie zum Beruf machen möchten oder die einen Traumberuf haben, den sie verfolgen? Das ist etwas in der Schule, wo ich immer den Schülern versucht habe zu erklären, Beruf kommt von Berufung. Und da, wo dein Herz ist, da wirst du immer viel besser sein, wie in einem Beruf, der dir vielleicht überhaupt keinen Spaß macht. Wenn man überlegt, wie viel Zeit verbringt man am Arbeitsplatz, und wie viel Zeit muss man dann dem auch folgen, dann ist es schon sehr wichtig, dass man einfach Spaß hat mit dem, was man macht. Und was ich als zweites genauso wichtig finde, ist die Offenheit. Wenn ich nur hier bleibe, in einer so globalisierten Welt, in der wir hier leben, werde ich immer Schwierigkeiten haben, später eben auch in der globalen Welt besser zu bestehen. Wenn ich offen bin, wenn ich auch versuche, andere Kulturen zu verstehen und kennenzulernen, werde ich natürlich eine ganz andere Ausgangsmöglichkeiten haben. Jetzt sind wir hier einmal um den Sportplatz gelaufen. Hat sich hier viel verändert? Nee, gar nicht. Es ist Homecoming. Wirklich in einem sehr positiven, mit einem sehr positiven Gefühl. Und quasi hier hast du dann auch Fußball gespielt und Sport Kugelstoßen gemacht. Hier, das ist, fühlt sich genauso an wie vor 25 Jahren. Schön, dass du jetzt wieder an die FAU gekommen bist. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Das war mir ein Anliegen, weil, wie gesagt, ich habe hier ausschließlich positive und wirklich gute Gefühle, wenn ich hier zurückkomme, weil ich habe ja einfach eine tolle Zeit gehabt. Das ist sehr, sehr schön. Das freut uns auch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn Sie auch an die FAU zurückkommen möchten, freuen wir uns sehr. Im Alumni-Netzwerk der FAU können Sie sich immer über die aktuellen Veranstaltungen informieren. Und mit weiteren spannenden Alumni sprechen wir in den nächsten Folgen unserer Videoreihe FAU Alumni My Story.